Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir darüber, wie man in 90 Tagen fließend Deutsch sprechen kann. Bevor wir starten, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. In diesem Podcast werdet ihr lernen, wie man Motivation findet, dranbleibt und wirklich Fortschritte macht. Genau. Weißt du, viele Menschen beginnen voller Energie, aber nach 2 Wochen hören sie einfach auf. Sie sagen, ach, ich habe keine Zeit oder Deutsch ist zu schwer. Ich glaube, das größte Problem ist nicht die Sprache selbst, sondern die Einstellung. Wenn man eine klare Motivation hat, dann findet man auch Zeit. Da stimme ich dir völlig zu. Es ist wie beim Sport. Wenn du ein Ziel hast, zum Beispiel 5 Kilometer laufen zu können, dann stehst du auch früher auf oder gehst nach der Arbeit noch trainieren. Mit Sprachen ist es genauso. Wenn jemand sagt, ich möchte in 3 Monaten mit meiner deutschen Kollegin ganz normal Kaffee trinken, dann ist das ein starkes Ziel. Ja, und ich finde, man sollte immer kleine Erfolge feiern. Zum Beispiel, heute habe ich 10 neue Wörter gelernt. Oder heute habe ich zum ersten Mal im Supermarkt etwas auf Deutsch gefragt. Diese kleinen Schritte geben ein gutes Gefühl und machen Lust auf mehr. Und ganz wichtig ist auch eine Routine. Jeden Tag ein bisschen Deutsch. Das bringt viel mehr als einmal pro Woche 3 Stunden. Wenn man sich angewöhnt, morgens 10 Minuten Wörter zu wiederholen oder abends einen kurzen Podcast zu hören, dann wird es Teil vom Alltag. Richtig. Und wenn Deutsch Teil vom Alltag wird, dann braucht man irgendwann gar keine große Extramotivation mehr. Es ist einfach normal und genau so entsteht langfristiger Erfolg. Auch wenn man wirklich in 3 Monaten Fortschritte machen will, braucht man eine klare Methode. Ich finde das Wort Immersion sehr passend. Es bedeutet einfach, dass man so viel wie möglich in die Sprache eintaucht. Deutsch muss jeden Tag ein Teil deines Lebens sein. Genau. Und das heißt nicht nur Vokabeln lernen aus dem Buch. Es heißt, die Sprache überall zu hören und zu benutzen. Stell dir vor, du hörst beim Kochen ein deutsches Radio, beim Spazierengehen einen Podcast und abends schaust du eine Serie mit Untertiteln. So kommt die Sprache automatisch in dein Ohr. Ja, das funktioniert super. Ich habe das selbst ausprobiert. Ich habe jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen kurzen Podcast gehört. Am Anfang habe ich vielleicht nur einzelne Wörter verstanden, aber nach einigen Wochen habe ich plötzlich ganze Sätze verstanden. Man muss nur geduldig bleiben und jeden Tag dranbleiben. Und man sollte aktiv sein, nicht nur passiv zuhören. Ich sage meinen Schülern immer, sprecht mit, wiederholt laut, auch wenn niemand zuhört. Wenn man einen Satz 3-mal oder 4-mal wiederholt, merkt man sofort, dass er leichter wird. Ein guter Tipp ist auch, feste kleine Rituale einzubauen. Zum Beispiel jeden Tag 10 Minuten lesen, vielleicht Nachrichten oder einen einfachen Artikel. Oder man schreibt abends 3 Sätze in ein Notizbuch. Was habe ich heute gemacht? Was habe ich gelernt? Was war interessant? Ja, diese kleinen Übungen sind Gold wert. Und man braucht keine teuren Kurse dafür. Alles ist schon da. YouTube, Filme, Apps. Man muss nur anfangen, sie bewusst zu nutzen. Ich denke, die Mischung macht es. Ein bisschen hören, ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben und vor allem sprechen. Und wenn man all das kombiniert, dann fühlt es sich nach einiger Zeit wirklich so an, als wäre Deutsch ein Teil vom Alltag. Man merkt plötzlich, dass man im Kopf automatisch deutsche Wörter hört, wenn man etwas sieht oder denkt. Genau das ist der Moment, wo man merkt, dass es funktioniert.
Dann ist man auf dem richtigen Weg und die Motivation bleibt ganz von alleine. Jetzt kommt ein Punkt, der wirklich entscheidend ist. Man muss reden. Viele Leute lernen jahrelang Grammatik, aber sie trauen sich nicht zu sprechen. Sie denken immer, mein Deutsch ist nicht gut genug, ich mache zu viele Fehler. Aber die Wahrheit ist, ohne Fehler geht es nicht. Genau, ich sage immer, Fehler sind deine besten Freunde. Wenn du einen Fehler machst, lernst du ihn zu korrigieren. Und genau so verbessert man sich. Man darf nicht warten, bis man perfekt ist. Man muss einfach anfangen zu sprechen, egal ob im Kurs, im Supermarkt oder online. Es gibt heute so viele Möglichkeiten. Man kann Tandem-Apps nutzen, Sprachpartner finden oder sogar in Facebook-Gruppen schreiben und Leute treffen. Und oft sind die Leute wirklich freundlich und helfen gern, wenn sie merken, dass du dir Mühe gibst. Ja, und am Anfang reichen schon kleine Situationen, zum Beispiel im Café. Einen Kaffee bestellen, kurz fragen, wie viel es kostet, vielleicht ein kleines Gespräch mit dem Kellner. Solche alltäglichen Szenen sind perfekt, weil sie echt sind und man sie oft wiederholt. Ich finde es auch hilfreich, sich kleine Challenges zu machen. Zum Beispiel, heute frage ich einen Kollegen auf Deutsch, wie sein Wochenende war. Oder ich erzähle in 3 Sätzen, was ich gestern gemacht habe. Solche Mini-Ziele machen Spaß und geben Sicherheit. Und wenn man mal nicht weiß, wie man etwas sagen soll, ist das kein Drama. Man kann umschreiben oder einfach fragen, wie sagt man das auf Deutsch? Die meisten Menschen freuen sich, dass du ihre Sprache lernst und sie erklären es dir sofort. Stimmt. Die Angst verschwindet mit jeder Erfahrung. Je öfter man redet, desto natürlicher wird es. Und irgendwann merkst du, du denkst gar nicht mehr darüber nach, du sprichst einfach. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass man sich plötzlich frei ausdrücken kann. Ja, das ist der Moment, wo man merkt, jetzt wird es ernst. Jetzt beginnt echtes Sprechen. Und genau da wächst auch das Selbstvertrauen, weil man sieht, dass es wirklich klappt. Auch wenn man wirklich in 3 Monaten fließend sprechen möchte, braucht man einen Plan. Ohne Plan geht es oft schief, weil man die Motivation verliert oder zu unregelmäßig lernt. Ich glaube, es hilft, die Zeit in kleine Etappen zu teilen, zum Beispiel jede Woche ein neues Ziel. Ja, das finde ich auch. In der ersten Woche könnte man sich auf einfache Begrüßungen und kurze Sätze konzentrieren. Dann in den nächsten Wochen kleine Dialoge, zum Beispiel im Supermarkt oder beim Arzt. Nach einem Monat kann man schon kleine Geschichten über sich selbst erzählen. So wächst man Schritt für Schritt. Und ganz wichtig ist, den Fortschritt zu messen. Viele Leute sagen, ich lerne, aber ich sehe keine Ergebnisse. Dabei ist es gar nicht schwer. Man kann ein kleines Tagebuch führen oder sich jede Woche mit dem Handy aufnehmen. Wenn man die Aufnahmen nach 2 Monaten anhört, merkt man sofort den Unterschied. Genau, das motiviert total. Ich habe mal einen Schüler gehabt, der hat jeden Sonntag einen kurzen Monolog aufgenommen, nur 2 Minuten. Am Anfang war es sehr holprig, aber nach 3 Monaten hat er so flüssig gesprochen, dass sogar seine Freunde überrascht waren. Kleine Routinen bringen wirklich viel. Ich denke auch, man sollte flexibel bleiben. Manchmal klappt ein Tag nicht, man hat Stress oder keine Lust. Dann ist es besser, 10 Minuten etwas Kleines zu machen als gar nichts. Wichtig ist, nicht komplett auszusteigen, sondern immer ein kleines Stück weiterzugehen. Ja, genau das ist die Haltung, die man braucht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern konstant. Wenn man dranbleibt und regelmäßig übt, dann merkt man plötzlich, es ist schon ganz normal geworden, Deutsch zu sprechen, und man fühlt sich viel sicherer. Und das ist eigentlich das Ziel, oder?
dass die Sprache Teil vom Leben wird, dass man nicht mehr groß darüber nachdenkt. Dann fühlt sich Lernen nicht wie Lernen an, sondern wie ein natürlicher Prozess. Ganz genau. Wenn man diesen Punkt erreicht, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. So, das war unser Podcast. Wir hoffen, dass ihr viele neue Ideen mitnehmen konntet. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Wörter oder Sätze euch heute am meisten im Kopf geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Die Herausforderung, Deutsch zu lernen, ist eine große Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Jeden Tag Sport zu machen, ist für viele Menschen eine echte Herausforderung. Sich erinnern an. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag in Deutschland. Erinnerst du dich an den Film, den wir gestern gesehen haben? Die Gewohnheit. Es ist meine Gewohnheit, morgens zuerst einen Kaffee zu trinken. Eine schlechte Gewohnheit ist, zu spät ins Bett zu gehen. Sich vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Musik zu leben. Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Anna und komme aus der Schweiz. Die Gelegenheit. Ich hatte die Gelegenheit, im Sommer 3 Wochen in Berlin zu verbringen. Bei dieser Gelegenheit habe ich viele neue Freunde gefunden.